ich bin André und das ist mein VW Käfer. Der Wagen ist Baujahr 1960 und das Besondere an ihm ist, dass es eins der letzten Winker-Modelle ist. Damit also ein Dickholmer, damit 6 Volt Bordspannung und natürlich in kleinen Scheiben. Der Wagen hat noch den alten 30 PS Motor, der ist auch nicht modifiziert. Den innenliegenden Tank, also keine Tankklappe, kleine Rückleuchten, langer Heckklappe. Ja, das macht den Wagen halt für mich speziell halt aus und ja, war einer der Gründe, warum ich mich halt auch ein bisschen in ihn verliebt habe. Ja, den Wagen hat vor 8 Jahren ein sehr guter Freund von mir gekauft. Da war er im Serienzustand und auch in einem recht desolaten Zustand. Also ja, Blech zerbeult, jedes Blech eine andere Farbe und ja, technisch nicht wirklich auf der Höhe. Mit dem Wagen ist er so circa 1 Jahr, 1,5 Jahre im Alltag gefahren, also Winter wie Sommer. Und damals hatten wir schon angefangen, ihn so ein bisschen tiefer zu legen und ja, also ganz normale Sachen, die man halt im Alltag so ein bisschen auch vor der Polizei vertuschen konnte. Und dann ist auch das passiert, was nicht passieren sollte. Er wurde halt angehalten und die Polizei war eher unzufrieden mit seiner Nicht-Eintragung. Und dann verschwand der Wagen in der Garage und ja, war halt für uns oder ja, für mich quasi auch der Anstoß, den Wagen so ein bisschen optisch wieder herzurichten. Wir haben halt damals mit Hilfe von der Firma Lackebilly den Lack nochmal komplett neu gemacht, haben dass alle Bleche gleichmäßig aussehen, haben die Roststellen rausgetrennt, die großen, und haben halt nochmal neue Bleche eingeschweißt und ja, dass der Wagen optisch wieder einen schönen Zustand bekommen hat. Dann war der Wagen soweit fertig, also auch recht originalgetreu, nur halt ein kleines bisschen tiefer. Und aber da hat mein Freund damals irgendwie so ein bisschen Lust dran verloren und der Wagen ist dann so circa noch mal 1 Jahr, 1,5 in der Tiefgarage verschwunden. Ja, er hatte sich dann mehr mit Bussen beschäftigt und hatte dann halt gemeint, er hat halt vor, den Wagen zu verkaufen. Ja, ich hatte zu der Zeit auch schon sehr viel Herzblut und Zeit in den Wagen investiert und ja, ist mir halt schon recht ans Herz gewachsen, der Wagen. Und er hat gesagt, ja, pass auf, ich nehme den Wagen. Ich kaufe den Wagen und dann bleibt er wenigstens in der Familie und fahre den Wagen weiter. Und ja, anfänglich habe ich auch immer gemeint, ja, der Wagen bleibt so, der ist schon original, den kann ich im Alltag befahren. Ganz sorgenfrei, man muss keine Angst haben, dass man irgendwo angehalten wird. Ja, hat, glaube ich, 1 Woche gehalten. Und danach ging es halt schon los mit den Modifikationen. Ja, bei mir ist immer als erstes das Fahrwerk. Irgendwie konnte ich mich ja noch nicht so richtig damit abfinden, dass der Wagen halt doch wirklich richtig hoch war. Und ja, Ziel war halt erdnah und dann ging es halt los mit kurzer Vorderachse, Überlegungsachsschenkel, Hinterachse, Schwerter verdrehen und so weiter und so weiter. Das war aber auch nicht so richtig zufriedenstellend. Also es war schon flach, aber es war halt noch nicht so richtig, wie ich es halt von meinen vorigen Projekten gewohnt war. Da kam eins zum anderen und dann musste halt auch in das Fahrzeug halt irgendwie Luft rein. Ja, ich habe dann so eine Kombination eingebaut aus TH Technics Lufterzeuger-Kit, großen Kompressor, großen Tank und so weiter. Vorderachse Hijacker, so wie ich es auch in den früheren Käfern immer gebaut hatte, weil da war ich recht zufrieden. Aber diesmal an der Hinterachse eine Kombination aus Luftbällen und härteverstellbaren Dämpfern. Weil die vorhergehenden Käfer, die ich immer so gebaut hatte, die hatten immer nur eine Hinterachse Hijacker und das war immer recht unzufriedenstellend, weil der Hub doch sehr klein war und das fuhr sich auch nicht wirklich prickelnd und deswegen mal was Neues probiert. Und ja, mit der Variante bin ich halt aktuell sehr zufrieden. Man kann das Hinterrad halt vernünftig ausheben und kann den Wagen halt auch wirklich normal bewegen im Alltag ohne Probleme.
da ich aus einem anderen Fahrzeug von mir, die schon Erfahrung mit einer Fahrwerkssteuerung hatte, kam man halt auch der Gedanke auf, in dem Käfer zum ersten Mal mit einer Fahrwerkssteuerung zu experimentieren. An der Stelle nochmal Danke an den Alois von AHA Exclusive, der mir einen recht guten Preis für einen Airlift 3P gemacht hat und dass ich das mal ausprobieren konnte, wie das sich so im Käfer bewegt und ob es überhaupt funktioniert. Dass alles über Druckluft gesteuert wird, und das hatte ich jetzt vorher nicht so geglaubt, dass es auch mit dem Auto funktioniert. Ich fahre jetzt ungefähr seit einem Jahr damit, kann man so sagen, glaub fast ein Jahr, und bin super zufrieden. Weiß immer, wie das Auto steht, weiß, wie hoch das Auto ist, und egal wie viel Zuladung, das Auto reguliert sich selbst. Ja, ich wollte den Wagen halt sehr sommerlich gestalten und bin halt auch absoluter Fan von den Safari-Fenstern im T1. Hatte mir damals halt auch gewünscht, das im Käfer zu haben. Bin dann durch Zufall auf Jeremy Brooks gestoßen, der diese Fensterrahmen quasi mit Hand arbeitet, die halt zum Kauf anbietet. Und ja, mittlerweile hat der Wagen ist halt jede Scheibe an dem Auto, kann man aufstellen oder aufmachen. Also vorderes Safari-Fenster, hinteres Safari-Fenster, die originalen Ausstellfenster von den Seitenscheiben, die wurden mit Extended Arms versehen, dass die halt noch weiter aufgehen. Und wenn man jetzt mit dem Wagen im Sommer durch die Gegend fährt, das ist halt einfach ein einmaliges Erlebnis. Man hat halt den Wind im Haar und also das ist halt Sommerfeeling pur, und das ist halt auch eine Besonderheit von dem Fahrzeug, was halt immer wieder ein Grund ist, mit dem Wagen halt durch die Gegend zu fahren, damit Spaß zu haben. Die Innenausstattung von dem Fahrzeug ist weitestgehend original. Der Wagen hatte das Problem, dass die Seitenwangen vom Fahrersitz und vom Beifahrersitz komplett aufgerissen waren und da schon Stroh rausgequillt ist, und das alles schon, es fuhr sich nicht mehr schön. Im T-Shirt hat es halt überall gepiekt, wenn man damit gefahren ist im Sommer. Da bin ich halt zum Sattler des Vertrauens gegangen und habe ihn halt gefragt, ob er eine Möglichkeit sieht, den Sitz oder die Sitze so zu reparieren, dass man es nicht mehr sieht, dass die überhaupt repariert wurden. Und ich denke, das ist super gelungen. Also die Sitze sehen aus, als ob sie halt immer noch 60 Jahre alt wären. Dabei wurden sie frisch bezogen. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an den John, für die super Arbeit. Anfänglich wurde der Wagen auf Stahlfelgen bewegt. Damals noch an der Vorderachse 4J-Felgen. An der Hinterachse hatte ich umgeschweißte Stahlfelgen auf 6J ET0 waren das, glaube ich, in Elfenbein. Ja, es hat ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Da hatte ich irgendwie Lust auf was Neues und ein bisschen was Extremeres, und bin dann mit dem Matthias Krenzer zusammengekommen, und der hat mir halt vorgeschlagen, die Sprintstar-Felge, also eine klassische Käferfelge, auf eine dreiteilige 17 Zoll umzubauen. Muss ehrlich gestehen, dass mir die originale Sprintstar-Felge optisch nie wirklich zugesagt hat. Also es war jetzt nicht wirklich so mein Geschmack, aber ich habe mich damals darauf eingelassen und dachte, okay, cool, das könnte vielleicht was werden. Und der Matthias hat mir dann anfänglich, glaube ich, eine 5,5 Felge für die Vorderachse gebaut und eine 7,5 für die Hinterachse. Dreiteilig auf 17 Zoll mit BBS-Betten. Also war quasi vorne breit und hinten breit, und das sah schon fett aus, aber war halt für meinen Fahrstil ungeeignet, weil man den Wagen halt wirklich noch hochfahren konnte und nicht mehr tief, weil die Räder halt sonst komplett im Radkasten geschliffen hätten, und das war jetzt nicht so meins, weil ich will auch, wenn ich den Wagen normal bewege, eigentlich recht tief fahren. Also hat er die Felgen vorne mal umgeschüsselt. Jetzt sind es, glaube ich, 4,5. Ich muss lügen, ich glaube 4,5 sind es jetzt vorne. 4,5 mal 17. Hinten ist geblieben bei 7,5 mal 17. Und ist halt aktuell eine Unikat-Felge, gibt es halt nur auf diesem Fahrzeug. Und
ja, für mich rundet es einfach die Optik von dem Wagen halt komplett ab. Ich bin super zufrieden mit den Felgen und super zufrieden mit der Optik und ja, kann mir aktuell auch keine andere Felge mehr auf dem Fahrzeug vorstellen. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ja, also Matthias hatte damals den richtigen Riecher und ja, ich bin super glücklich mit der Kombination. Ja, an der Stelle möchte ich mich natürlich noch bei allen bedanken, die mir beim Umbau des Fahrzeugs zur Seite gestanden haben, die mich motiviert haben, das Fahrzeug zu bauen und ja, die natürlich auch weiterhin irgendwie für mich da sind und mit mir den Spaß an dem Käfer teilen. Natürlich gibt es wieder was zu gewinnen. Ihr könnt einen 50 € Gutschein für den Sauerkrauts Online Store gewinnen, wenn ihr mir folgende Frage beantwortet. Wie lange dauert es, mit diesem Käfer von 0 auf 100 zu beschleunigen? Schreibt eure Antwort in die Kommentare und alles, was bis zum 24. September dort steht, wird bei der Auslosung des Gewinners berücksichtigt. Alle Informationen zum Fahrzeug stehen in der Videobeschreibung, also Details zum Fahrwerk, zur Farbe und zu den Felgen. Falls ihr auch vorhabt, euren Käfer etwas in die Richtung zu bauen, dann vielleicht hilft es euch. Wir packen alle Informationen in die Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Danke und ciao.